Anna hatte sich eine Woche Urlaub genommen, um ihre Heimat Deutschland besser kennenzulernen. Ihre Reise hatte sie dieses Mal nach Hamburg geführt, die Hansestadt im Norden, bekannt für ihre Wasserwege und Brücken. Sie stieg am Hamburger Hauptbahnhof aus und fühlte sogleich die nautische Atmosphäre der Stadt. In der Luft hing der Duft der Nordsee und das Rauschen der Elbe war fast überall zu hören. Ihr erstes Ziel war der Fischmarkt, wo sie den quirligen Handel und die marktschreierischen Verkäufer bestaunte. 3 Fischbrötchen für 5 Euro, rief einer. Anna konnte nicht widerstehen und kaufte sich ein Fischbrötchen, das sie genüsslich aß. Sie müssen unbedingt auch die Speicherstadt sehen, hatte ihr Kollege aus Hamburg empfohlen. Die Speicherstadt war ein einzigartiges Viertel mit hohen Lagerhäusern, kleinen Kanälen und Brücken. Anna wanderte durch die verwinkelten Gassen und fühlte sich, als sei sie in eine andere Zeit versetzt worden. Später machte sie sich auf den Weg zur Elbphilharmonie, dem modernen Wahrzeichen der Stadt. Die Architektur des Gebäudes war beeindruckend und der Blick vom Plaza war atemberaubend. Was für eine Stadt, dachte Anna und machte ein Selfie vor dem Panorama von Hamburg. Am Abend beschloss sie, die Reeperbahn zu besuchen. Sie hatte gehört, dass es das Unterhaltungsviertel der Stadt war, aber sie wollte es mit eigenen Augen sehen. Es war ein Ort voller Leben, Musik und Lichter, aber auch etwas chaotisch. Nicht wirklich mein Stil, dachte Anna, aber sie war froh, es gesehen zu haben. Am nächsten Tag setzte sie ihre Erkundungstour fort und besuchte den Hamburger Hafen. Riesige Schiffe lagen vor Anker und Kräne bewegten Container hin und her. Diese Stadt lebt vom und mit dem Wasser, dachte sie. Sie fuhr mit einer Hafenfähre zu den Landungsbrücken und genoss die frische Brise. »Möchten Sie sich setzen?« fragte eine Frau mit einem norddeutschen Akzent. »Danke, sehr gerne«, antwortete Anna. Sie kamen ins Gespräch und die Frau erzählte ihr von den vielen Festen und Veranstaltungen, die in Hamburg stattfinden. Am letzten Tag ihres Aufenthalts beschloss Anna, den Tag im planten UN-Blumenpark zu verbringen. Sie schlenderte durch den japanischen Garten und entspannte am Wasser. »Ich könnte mich wirklich daran gewöhnen«, dachte sie, bevor sie ihre Sachen packte und zum Bahnhof ging. Während sie im Zug zurück nach Frankfurt saß, dachte Anna an all die Dinge, die sie in Hamburg erlebt hatte. Es war eine Stadt, die sie überrascht und beeindruckt hatte. Sie hatte den Hafen und die Elbe, die Reeperbahn und die Speicherstadt gesehen und hatte sogar neue Freunde gefunden. »Ich werde definitiv wiederkommen«, schrieb sie in ihr Reisetagebuch. Und während der Zug durch die Landschaft fuhr, fühlte Anna sich dankbar und gespannt auf das nächste Kapitel ihrer deutschen Entdeckungsreise. Anna saß in ihrem Büro in Frankfurt und konnte einfach nicht aufhören, an Hamburg zu denken. Diese Stadt hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Menschen, das Essen, die Kultur, all das machte sie neugierig auf mehr. Nachdem sie die Quartalsberichte fertiggestellt hatte, beschloss Anna, eine weitere Reise nach Deutschland zu planen. Aber dieses Mal wollte sie mehr als nur eine Stadt erkunden. Sie öffnete eine Deutschlandkarte auf ihrem Computer und fing an, Punkte zu markieren: Berlin, München, Köln, Düsseldorf. Sie wollte die unterschiedlichen Facetten Deutschlands kennenlernen. Warum sollte ich nicht all diese Erfahrungen in meine Arbeit einfließen lassen, dachte sie. Anna beschloss, ihren Vorgesetzten eine E-Mail zu schreiben und die Möglichkeit einer deutschlandweiten Geschäftsreise zu besprechen. Zu ihrer Überraschung war die Antwort positiv. »Anna, ich finde Ihre Initiative großartig. Sie können die Reise als eine Art Marktstudie nutzen, um die Geschäftspraktiken in den verschiedenen Städten zu untersuchen.« »Machen Sie es«, antwortete ihr Chef. Begeistert packte Anna ihre Sachen. Die Reise sollte 2 Wochen dauern, mit Hamburg als ersten Stopp. Dort würde sie alte Freunde treffen und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten für ihr Unternehmen erkunden. Als sie in Hamburg ankam, spürte sie sofort die vertraute Nordseebrise. Sie hatte Meetings in der Innenstadt und besuchte einige lokale Unternehmen. Während einer Geschäftsbesprechung kam sie mit Herrn Müller ins Gespräch, einem erfolgreichen Unternehmer. Sie müssen nach Berlin gehen, wenn Sie Geschäftsmöglichkeiten suchen. Die Start-up-Szene dort ist beeindruckend, empfahl Herr Müller. Berlin steht tatsächlich als nächstes auf meiner Liste, antwortete Anna. Ihre Reise führte sie durch verschiedene Städte, jede mit ihrem eigenen Charakter und Geschäftsumfeld. Und während sie von einer Stadt zur anderen reiste, verstand Anna nicht nur die Geschäftswelt besser, sondern auch die Vielfalt der deutschen Kultur.
Sie kam zurück nach Frankfurt mit einem Koffer voller Erfahrungen, Visitenkarten und einer ganzen Menge Ideen, wie sie ihr Unternehmen voranbringen könnte. Diese Reise war mehr als nur eine Urlaubsreise oder eine Geschäftsreise. Es war eine Reise des Lernens und des persönlichen Wachstums, schrieb Anna in ihr Tagebuch. Sie wusste, dass dies nur der Anfang ihrer Abenteuer war, sowohl im Geschäftsleben als auch im persönlichen Bereich. Anna war bereit für das nächste Kapitel. Und sie war sicher, dass es genauso spannend werden würde wie die letzten.